escalator was filled with lucky light, shining faces in a glittering mall. We spot the labels and songs on the wall. Eine legendäre Band neben mir, Depressive Age. Ihr hattet gerade eure erste richtige große Reunion-Show. Wie hat sich das angefühlt? Oh, ich war so gerührt, manchmal schon den Tränen nah, gleich bei den ersten Zeilen von Lying in Wait, und als ich die Leute gesehen habe. Und dann hatte ich so ein bisschen so ein Kloß am Hals, hat sich dann gelöst, und na, dann lief es auf einmal. Ja. Das war ganz schön, und ja, die Leute. Und dann meine Freunde links und rechts auf der Bühne sind so abgegangen. Ja. Das war also hier mein Freund Jochen. Das ist so geil, dass wir was machen. Ja. Cool. Wer hat die Idee? Wie kam es dazu, dass ihr euch wieder zusammengetan habt? Na, eigentlich die Idee kam tatsächlich in einer Kneipe nach 5 tschechischen Kosel-Biers oder Kosel. Da hat mich ja auch Brutus, der damals auch mitgesungen hatte, mal diesen einen Song auf der zweiten LP, hat mich irgendwie überredet und wollte eigentlich meine Gitarre abkaufen. Die habe ich dann wieder ihm weggenommen und habe dann irgendwie meine Gitarre aus dem Keller geholt, so eine rote Ibanez. Die war noch gestimmt irgendwie nach 22 Jahren und dachte, ne, okay, ist ein Zeichen. Und dann, ja, und dann haben wir Jan angerufen, den Mario, der Bassist, war eigentlich auch unser letzter Bassist. Und haben dann am 1. April leider irgendwie Markus gefragt, den Gitarristen, dem auch Prutz und Brakel gehört, so eine Metal-Kneipe in Berlin. Und haben ihm halt offenbart, dass es Depressive Age wieder gibt und als zweites dann, dass er dabei ist irgendwie. Und haben nicht bedacht, dass es der 1. April ist. Ja, Markus war erstmal, ja, alles klar und so. Und ja, und so kam das, und dann waren wir plötzlich wieder am Start. Ja. Mhm. Wann habt ihr beide euch kennengelernt? Wisst ihr noch, wo ihr euch das erste Mal im Leben begegnet seid? Wir waren in Berlin, ich denke mal, das war 1985.
im Winter beim Berlin-Knüller. Das war so eine DDR-Veranstaltung, wo große Ostrock-Musikgrößen gespielt haben. Ich glaube, da sind wir uns über den Weg gelaufen. Und da haben wir gemerkt, dass wir uns mal gegenseitig treffen müssen und zu gucken, ob wir aus 2 Bands eine machen können. Und das haben wir dann gemacht. Ja. Was hat euch denn damals, wie soll ich sagen, inspiriert? Das war noch die ehemalige DDR. Wo habt ihr euren Input geholt? Naja, immer schon auch Westbeziehungen gehabt in der DDR, durch meine Oma und Freunde, Bekannte, Platten gesammelt und gehört und Radiosendungen und Fernsehen. Also man war im Prinzip ja, als Berliner hat man ja alles mitgekriegt, und war man eigentlich da immer an der Front und schon gleich. Ja, wir hatten ziemlich schnell auch die Ziele, irgendwie sozusagen in den Westen zu gehen. Wollten halt mal, also Traum war natürlich mal, irgendwie in Amerika zu spielen oder Rock Hard oder Metal Hammer mal Platte des Monats zu sein, was wir dann auch geschafft haben irgendwann. Ja, und diese Ziele hatten wir da. Also das hat uns sozusagen inspiriert und motiviert und gesagt, okay, wir gehen irgendwie alle rüber und versuchen das da, weil die DDR war okay und war witzig und lustige Zeit. Aber wir wollten halt weiterkommen. Auch ein bisschen Fernweh gehabt natürlich schon, ja. Ja. Man wusste ja nicht genau, wie es so weitergeht. Und 1985, 86 wusste man ja nicht, dass in 3 Jahren alles anders wird. Ihr habt euch dann aber so entwickelt, dass ihr irgendwann euren Namen geändert habt zu DH. Das war dann, habt ihr gedacht, nee, irgendwie passt das einfach nicht mehr zu Depressive Age. Wir fanden, dass wir so gerne elektronische Einflüsse mit drin haben, weil wir mochten Sequenzer auch gerne unter den Gitarren. Das hat sich ganz gut angehört und irgendwie kam dann da eben so ein bisschen dieses neuzeitige Computergefühl. Fanden wir gut, dass dieses Depressive in DH abgekürzt wird, dass man das so halt so, wie das so in der Computerzeit so ist, dass immer alles abgekürzt wird. Und da dachten wir, das könnte griffig sein. Aber auch so ein bisschen die Idee der Plattenfirma. Also die hat uns dann zum Beispiel, wir machten dann eine Tour mit Philipp Bohr irgendwie, die Plattenfirma, das 4. Album Electric Scum hat ja dann Ronald Brent gemischt, der auch die Rammstein-Scheiben gemischt hatte, und die BMG, das war dieser Thomas Stein, der damals noch der Chef war. Ich meine, ja, so diese Band, die müssen wir jetzt mal pushen. Wir haben dann ein Video in Los Angeles gedreht, hatten plötzlich 150.000 für ein Video, und die Plattenfirma meinte, wir sollten jetzt mal sozusagen offener, also ein anderes Publikum irgendwie versuchen auch zu kriegen, und war im Prinzip nicht verkehrt, aber ja, weiß man aber nicht so in dem Moment, ist das jetzt richtig oder... Genau. Ja. Und dann kam es ja auch Mitte der 90er, war ja dann irgendwann, ist die Band dann wieder so ein bisschen ausgelaufen. Wie war das? War der dann nicht mehr motiviert oder gab es andere Prioritäten oder keinen Bock mehr? Ja, wir haben, war auch ein bisschen so meine Geschichte. Ich hatte auf einmal Lust, deutsche Sprache zu sprechen bei der Musik. Ich dachte, das ist irgendwie ehrlicher. Und habe aber nicht dabei bedacht, und die anderen eigentlich auch nicht, dass wir dann einen totalen Stilbruch damit hinlegen. Das ist wirklich so. Und wir fanden es aber mit dem Deutschen ganz schön und dachten so, ach, das schaffen wir schon, damit irgendwie durchzukommen. Im Nachhinein ist das natürlich Humbug gewesen. Ja? Und unsere Plattform war stinksauer über diese Idee. Und wir waren dickköpfig und haben dann irgendwie gedacht, wir schaffen es schon so, und dadurch war dann die Sache gefährdet und dann war die Sache eingeschlafen und vorbei. Für mich war eher so, dass mich da am Ende genervt hat, dass du immer als Künstler, also egal was du jetzt machst, Musik, Bilder malst oder Fotos machst, du bist immer von Leuten abhängig. Ne? Du kannst noch so gute Musik oder gute Bilder malen, du gibst dein Produkt immer in andere Hände, und dann gerade beim 4. Album dachte man, okay, jetzt geht's mal irgendwie noch einen Schritt vorwärts und noch einen Schritt. Und dann sind halt einfach wieder viele Sachen passieren, und okay, das ist jetzt schiefgelaufen, das passte irgendwie nicht. Und also zum Beispiel haben wir auch das 2. Album, das wurde in Amerika veröffentlicht, Lying in Wait. Und wir bekamen dann plötzlich von der amerikanischen Plattenfirma Faxe, ihr seid hier in New York bei großen Radiostationen auf Platz 1 und 2 in Los Angeles. Und dann gibt es zum Beispiel in Amerika, das nennt sich Hard Report Charts. Das sind sozusagen 4.000 Radiostationen, die so inoffizielle Charts machen. Ne? Und da waren wir auf kriegten wir einen Fax, Depressive Age, Lying in Wait, Platz 1. Und dahinter war dann irgendwie Soundgarden, Metallica,
Metallica, Alice in Chains und das ist sozusagen eigentlich so eine Chance, wo man sagt, okay, die Plattenfirma meinte, die amerikanische, die Band muss sofort rüberkommen und hier Touren und Interviews und so weiter. Ne? Und dann wurde es aber irgendwie, verlief dann wieder im Sande und und das hat mich dann letztendlich irgendwie genervt. Ne? Ich dachte, okay, jetzt vielleicht machst du doch irgendwas anderes, wo du die Sachen selber in der Hand hast. Und Geldmangel war auch natürlich ein bisschen der Grund. Irgendwie musste man auch was machen. So, man konnte nicht immer von Hand im Mund leben. Lustige Story, wir haben es gab die Idee von der Plattenfirma vor den ganzen Chefs deutschlandweit von Saturn zu spielen, Akustik. Die hatten dann in irgendeinem Hotel in Berlin die ganze Etage gemietet und dann sprang der Chef von Saturn vor uns rum und wir spielten Electric Scum. Das Witzige war, es gab dann große Shampoos-Pullen, so eine Zigarren und so, was die von Saturn aber nicht wussten. Wir waren alle 4 auf Sozialhilfe zu der Zeit irgendwie, weißt du, und ja, so Geschichten sind halt irgendwie passiert und, naja. Ja. Aber ich habe gelesen, ihr arbeitet jetzt irgendwie auch wieder an Ideen vielleicht für neue Musik. Das heißt, jetzt würdet ihr wahrscheinlich auch businessmäßig vieles ganz anders machen. Naja, man braucht natürlich heutzutage Unterstützung. Songs sind da auf jeden Fall. Und wir müssen dann auch bloß das demokratisch oder ganz gut absprechen, was gut ist, was uns gefällt, unsere Musikgeschmäcker vor allen Dingen. Ja, und dann brauchen wir halt, nochmal professionelle Aufnahmen und so. Wir könnten natürlich auch einiges selber machen, aber es ist immer gut, wenn da nochmal mehr hinterhängt. Leute, die mehr Connection haben als wir. Aber es ist natürlich auch eine andere Zeit jetzt, ne, als bei uns damals, also einfach durch diese ganzen Social-Media-Sachen und so weiter und so fort. Und wir haben auch hier gemerkt, es sind so viele Leute, die jetzt in der Autogrammstunde waren oder uns irgendwie angesprochen haben, die uns noch nie live gesehen haben, ne, die uns irgendwie vor ein paar Jahren entdeckt haben irgendwie und und irgendwie ist unsere Musik anscheinend zeitlos, also was natürlich gut ist und das hat sich einfach geändert. Ne? Wir planen jetzt natürlich auch ein neues Album, 5. und sind gerade auf der Suche und gucken gerade wegen Plattenfirmen und so weiter. Sind jetzt erstmal bei Continental Concerts für Booking und so weiter. Ich denke, die Sachen werden sich einfach entwickeln. Also wir sind da relativ entspannt und denken mal, dass nächstes Jahr dann auch ein neues Album erscheinen wird. Ja, cool. Also ich bin gespannt. Bestimmt all die Leute, die gerade bei eurer Autogrammstunde waren, sind auch gespannt. Und ich drücke die Daumen, dann sehen wir uns vielleicht ja bald mal wieder. Danke